Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia und alle, die mich schon kennen, ein ganz herzliches Willkommen und die, die neu sind, ein ebenso herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr komplett neu hier seid, dann könnte es sein, dass in diesem Video ein paar Fragen aufkommen. Dann lade ich euch ein. Ganz viele von den Fragen, die in der Regel gestellt werden unter den Kommentaren, sind bereits schon auf meinem YouTube-Kanal beantwortet in verschiedenen Videos. Dann schaut einfach, stöbert ein bisschen und ihr werdet mit Sicherheit schon einen größten Teil der Fragen beantwortet bekommen. Ansonsten lasst mir eure Fragen natürlich im Video unter den Kommentaren und ich schaue, dass ich dann in den nächsten Wochen und Monaten weitere Videos natürlich für euch zur Verfügung stelle. Dieses Thema, was ich hier in diesem Video aufgreifen möchte, ist das Hybridisierungsprogramm und in dem Moment eine nicht ganz so positive Agenda, die gegen Hybride und Starseeds jetzt in dem Moment sich am Entrollen ist. Normalerweise halte ich mich auf meinem YouTube-Kanal immer sehr positiv und selten spreche ich über Agenden. Aber jetzt zu diesem Moment ist quasi ein Agenda-Overlay überall zu sehen. Es kommt so viel an die Oberfläche, so viel Kampf gerade zwischen Gut und Böse, so viel Spaltung, so viel Separation und ganz, ganz viel eben Agenda von der nicht positiven Seite gegen die positive Seite und die positive Seite, die wieder gerade versucht, in irgendeiner Art und Weise dagegen zu kämpfen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ich über weniger Agenten sprechen kann hier auf meinem Kanal und wieder back to the basics gehen kann und wieder über schöne Dinge reden kann. Jetzt in dem Moment ist es aber super wichtig aus meiner Perspektive, dass ihr einfach wisst, was ist geplant, dass ihr wisst, was passiert gerade, damit ihr euch gut navigieren könnt durch den New Age Dschungel. Agenda, was meine ich mit einer negativen Agenda gegenüber Hybride und Starseeds? Der Punkt ist, ihr wisst, die mich schon kennen, dass ich ein Hybrid aus dem Hybridisierungsprogramm bin und dass dieses Hybridisierungsprogramm, wie ich in sehr, sehr vielen Videos schon gesagt habe und Interviews, ein Programm ist, das von verschiedenen extraterrestrischen Spezies ins Leben gerufen wurde, um mehr Sternenenergie in der Genetik zu verankern, um Starseeds, auch also Erinnerungsfragmente einer Seele von anderen Inkarnationen hier auf diesem Planeten verfügbar zu machen, um nicht so stark in das Vergessen zu gehen und einfach so ein bisschen zu cheaten in einer gewissen Art und Weise und hier ein besseres Setup zu haben. Aber nicht nur für den eigenen Start und die eigene Erfahrung auf diesem Planeten ein bisschen mehr Sternenenergie hier drin zu haben, sondern auch, um eine höhere Frequenz zu haben und mit dieser höheren Frequenz zu helfen, dem Kollektiv durch das Meer an Licht, durch das Meer an Sternenwissen und Sternweisheit zu helfen, dass das Licht auf diesem Planeten und die Frequenz sich erhöht und damit negative, restriktive Wesen auf diesem Planeten nicht mehr ganz so viel Grip an der Menschheit haben. Das heißt, wir sind Boten des Aufstiegs. Es gab schon immer auf dieser Erde Starseeds. Es gab schon immer in einer gewissen Art und Weise Hybride auf diesem Planeten. Warum? Weil die Menschheit eine Sternenrasse ist. Außerhalb der Erde gibt es noch viel mehr Menschen. Natürlich gibt es viel mehr Menschen außerhalb der Erde. Und Mensch zu sein hier auf diesem Planeten ist in dem Sinn individuell, weil das Limitierungsspektrum für das Bewusstsein sehr außergewöhnlich ist für den Rest der Galaxie. Aber Mensch an sich sein ist die Norm. Außerhalb der Erde gibt es so viele Menschen. Aber ein Teil der New Age Agenda ist es natürlich auch den Menschen zu sagen, dass da draußen nichts existiert und dass die Menschen nur auf diesem Planeten existieren. Aber das ist einfach eine Lüge. Zurück aber zu den Hybriden. Diese technische Hybridisierung, dieses technische Hybridisierungsprogramm ist, wie ich in verschiedenen Interviews gesagt habe, von verschiedenen Spezies relativ neu. Das heißt noch nicht ganz so alt. Es gibt aber auch viel mehr Starseeds jetzt zu diesem Zeitpunkt, viel mehr Seelen, die von anderen Planetensystemen jetzt hier auf dieser Erde inkarnieren, plus das echte Starseed-Programm, wo sich physische ETs in Kapseln sägen und mit dieser Technologie dieser Kapseln ihr Bewusstsein in einen menschlichen Körper transferieren. Wir haben im Moment so viele Hybride und so viel Starseeds und so viel Stepdowns und alles bildet ein buntes Potpourri unter der Idee, Mensch zu sein. Ein Hybrid zu sein ist also fast normal, aber diese Sachen habe ich alles schon unzählige Male erzählt. Weshalb ich dieses Video jetzt aufzeichne, ist, weil eine
von den nicht positiven Fraktionen dieser Erde, von den Leuten, die nicht das höchste und beste Wohl der Menschheit im Herzen und im Geiste tragen, findet gerade zusammen Hand in Hand mit der Fake-Alien-Invasion eine Negativagenda gegen Hybride und Starseeds statt, in denen behauptet wird, dass Hybride negativ sind, dass Hybride ihre Codes spreaden und hier Vehikel für das Böse sind, dass sie von Reptilien erschaffen wurden und anderen schlechten, negativen Rassen, um die Menschheit zu versklaven und zu manipulieren. Hier wird Wahrheit mit Lüge erneut vermischt und ich möchte hier eine Warnung aussprechen. Diese Leute, die diese Art von Nachrichten verbreiten, sind oft selbst Portale für Reptilien und werden aufgrund der Kompatibilität mit ihrem limitierten und negativ infiltrierten Bewusstsein zu Puppen dieser Reptilienspezies. Das heißt, sie sind selbst meistens bewusst, unbewusst zu Hybriden geworden zwischen Negativ-Reptilien und anderen Negativspezies, wie oder teilweise sogar Dämonen, die sie missbrauchen, aufgrund dessen, dass sie sich verhalten wie Dämonen. Reptilien, die sie missbrauchen, weil sie sich verhalten wie Reptilien von ihrem Bewusstsein, sind genau die, die gerade versuchen, ihre eigene Welt und ihre Illusionen, ihre Negativität auf die allgemeinen Hybride und Starseeds des Planeten abzuwälzen. Das entspricht einfach schlicht und entspricht einfach nicht der Wahrheit. Schlicht und ergreifend ist das nicht wahr. Es ist eine Wahrheit in einer gewissen Art und Weise, aber verpackt in einer Lüge. Denn ja, es gibt Hybride, die von dem Deep State in Form von Klonen erschaffen wurden, die Ultraportale sind für reptilianische Seelen und damit die perfekten Sklaven darstellen. Das ist die Wahrheit. Diese Hybride gibt es auch. Absolut auf diesem Planeten. Die sind hauptsächlich zu finden im Militär und Politik und in anderen, im Finanz- und Bankensystem und tatsächlich unterhalb der Erde im Deep State. Aber diese Wahrheit auf die positiven Hybride und Starseeds abzuwälzen, ist einfach eine absolut negative Agenda und entspricht eben nicht dem, wie es eigentlich ist, entspricht nicht den Fakten. Es gibt so viele extraterrestrische Hybride, Menschen, extraterrestrische Hybride hier auf diesem Planeten, die nur hier sind, um den Menschen zu helfen, um den Planeten in dem Aufstiegsprozess zu unterstützen, die ihr Licht, ihr Bewusstsein, ihre hohe Schwingung auf diesem Planeten bringen und hier eine Unterstützung sind, dass der Planet nicht komplett in der Dunkelheit versinkt. Das heißt, wir sind die Leuchttürme. Wir mit unserem offenen Herzen und dem Bewusstsein und dem Wissen aus den Sternen tief verankert in unserer Genetik, wir helfen euch, wir unterstützen euch und wir teilen nicht unsere negativen Codes mit euch oder haben irgendwelche bösen Absichten, um Gottes Willen. Die bösen Absichten haben, sind die trennen, die teilen, die versuchen, mehr Spaltung in den Menschen zu sehen. Und wisst ihr, ich bin manchmal sehr entsetzt über, wie tief die Hypnose innerhalb des Menschenkollektivs ist, innerhalb des Bewusstseins der Menschen ist. Weil, schaut mal, eigentlich hätten wir im Laufe unserer Geschichte so viel lernen müssen mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Rassismus in der USA und auch in anderen Ländern in dieser Welt und auch mit Corona. Und ich verstehe nicht, warum es immer noch Leute gibt, besonders in der spirituellen Welt, in der New Age Welt, die immer noch sich spalten lassen, die immer noch einer Agenda folgen und sich verunsichern lassen, wenn irgend so ein reptiliengesteuertes Puppenkind anfängt zu reden und sagen, die Hybride sind böse, die Starseeds sind böse, sie haben eine Negativagenda, sie spreaden ihre Codes und ihr müsst aufpassen und seid gewarnt vor den bösen Hybriden. Wisst ihr, manchmal verstehe ich nicht, warum der bewusste Mensch, der eigentlich so viel weiß, dann trotzdem in die Angst geht und Angst bekommt und sich Angst machen lässt vor Hybriden. Ja, es gibt die Hirnstrukturen und ja, der Überlebensmodus im Gehirn wird getriggert und ja, aber mein Gott, ihr habt doch ein Herz und ihr solltet doch eigentlich so weit sein und fühlen, dass das einfach
fake ist, dass das eine Agenda ist. Das stinkt nach Agenda 10.000 Meilen gegen den Wind. Also da ist dann manchmal, wo in mir das Verständnis einfach aufhört, dass ja einfach hier dann in die Angstmaschinerie reingefallen wird. Und weil ich fühle euch ja, ich sehe Kommentare, ich fühle die New Age-Welt die ganze Zeit und jetzt kommt gerade diese Welle hoch. Ich hatte vor dieser Welle schon gewarnt, vor mehreren Monaten in verschiedenen Kursen und ich glaube sogar in 1 oder 2 YouTube-Videos habe ich schon darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, es gibt eine Version der Erde, in der eine Negativagenda gefahren wird gegen Starseeds und Hybride, wo gesagt wird, dass sie eine Gefahr sind für die Menschen, weil sie mehr Skills haben, mehr Fähigkeiten haben, weil sie manipulieren könnten. Lasst euch eins sagen, wir haben es nicht nötig, euch zu manipulieren, weil wir in uns geheilt sind und jeden als souverän sehen. Wir bieten Hilfe an, Unterstützung, wir teilen die Wahrheit, wir halten unser Licht und unsere Liebe, unser Herz offen für euch und lassen euch eure Fehler machen. Es gibt keinen Grund, weshalb die positiven Hybride und Starseeds euch manipulieren sollten, um Gottes Willen. Aber dass dann über die Angstagenda und die Manipulationsagenda der Reptilien durch ihre Puppen platziert in der New Age-Welt, missbraucht, hier euch zu spalten und ihr drauf reinfallt. Ich sage nicht, dass jeder drauf reinfällt, aber alleine, wenn ihr verunsichert seid durch solche Meldungen oder in euch Fragen kommen, dann hat euch die Manipulation in meinen Worten am Sack gepackt. Und wenn ich sage, es ist so wichtig, euer Herz zu aktivieren und zu fühlen, was ist denn eure Wahrheit, dann, weil es wirklich wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn ich weniger Videos über Agenten machen müsste hier auf meinem YouTube-Kanal. Aber in dem Moment ist es super wichtig, weil so viele Agenten hochgefahren werden von der eben negativen Seite und ich gar nicht nachkomme damit, euch oft genug zu sagen, das ist eine Agenda, das ist eine Agenda, das ist eine Agenda. Es gibt einfach im Moment nicht sonderlich viele Menschen in der New Age-Szene, die nicht in irgendeiner Art und Weise gerade missbraucht werden. Und es ist auch kein Vorwurf an die Leute, die gerade zum Vehikel werden für negative Wesen. Es ist einfach nur so wichtig, immer wieder zurück zu seinem wahren Selbst zu kommen und sich zu reinigen, sich zu klären. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, immer wieder sein Energiefeld zu klären, sein Bewusstsein zu klären, immer wieder sich in Verbindung zu bringen mit seiner Seele und mit seinem Pfad und sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Was teile ich denn eigentlich hier gerade mit der Welt? Und seinen Rucksack auszuleeren, seine Schatten zu arbeiten und wirklich zu schauen, dass man keine Manipulationen mehr hat, weil sonst wird man zu einem Vehikel für manipulierende Energien, dass man kein Gefäß mehr bildet für das Böse selbst. Und ja, das Böse existiert auf diesem Planeten, ja, weil wir in Dualität sind und keiner ist gefeit davor, aber wir können uns in der Kompatibilität davon abheben, indem wir uns bewusst sind, was in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein da ist, was in unserem Rucksack ist, was wir eigentlich tun, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Unsere Taten ist das, was letzten Endes entscheidend ist dafür, ob wir kompatibel werden für eine Negativagenda oder nicht. Und ich freue mich einfach auf den Tag, wenn ich auf YouTube gehe und ich schaue, was in der New Age-Welt gerade passiert und ich sehe nur offene Herzen, Lichter und eben keine Manipulationsagenda mehr, sondern ein Miteinander, ein Füreinander, ein gemeinsam Sein für mehr Licht und für die Freiheit der Menschen, weil um Gottes Willen, wir sind doch alle hier da, um einen freien Planeten zu haben, oder? Wir wollen doch eine freie Welt haben gemeinsam oder wollen wir die Welt weiter spalten? Das ist einfach eine Frage von mir auch an das New Age-Kollektiv. Und ich kann nicht mehr machen, als euch meine Botschaften immer wieder mitgeben und euch versuchen, ein Licht in dem Dunklen zu sein. Aber ich lade euch ein, macht euer Licht an, seid euer eigenes Licht und lasst euch nicht verunsichern von negativen, polarisierenden Agenten, bitte. Ihr fühlt doch, ob ein Hybrid von den Reptilien erschaffen wurde und negativ ist oder ob ein Hybrid positiv ist. Ihr fühlt doch, ob jemand euch manipulieren möchte. Und die Hybride und Starseeds, die in den Medien sind, die wirklich, wirklich, wirklich ein offenes Herz haben und ihr Licht leuchten lassen, ja, wir haben in keinster Art und Weise vor, euch in irgendeiner Art und Weise hier
in die Dumps abzuführen, um Gottes Willen. Das macht ihr selbst, wenn ihr in die Spaltung geht. Das macht ihr schon selbst. Ihr bringt euch in die Dumps, wenn ihr anfangt und euch verhaltet wie damals die Nazis. Oder wie andere während Corona, die geschimpft haben gegen die Ungeimpften und Geimpften. Wenn ihr Linien bildet, anstatt Brücken zu bilden, wenn ihr sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind negativ, die sind böse und dann wirklich alles über einen Kamm schert, ja dann bitte, dann tut das. Aber dann wundert euch nicht, wenn ihr dann permanent Entitäten in eurem Astralfeld habt. Dann wundert euch nicht, dass ihr ständig destruktive Gedanken habt. Dann wundert euch nicht, dass ihr nicht in eure Kraft kommen kann, weil das zieht letzten Endes negative Wesen in euer Feld, die dann dafür sorgen, dass ihr eben nicht euer Herz öffnet, dass ihr nicht in eurer Kraft seid, dass ihr nicht eure Fähigkeiten aktivieren könnt, dass ihr nicht in eurer Kraft und in eurem Licht leuchtet, dass ihr einfach nicht vorankommt. Warum? Weil ihr Grenzen bildet, weil ihr negativ sprecht über andere, weil ihr, was auch immer, ihr einfach kompatibel seid in diesem Negativ-Abwärtsspektrum. Ich lade euch ein, aktiviert euer Herz, geht in euer Herz, lasst euer Licht leuchten und seid das Licht für diese Welt. Ihr werdet so sehr gebraucht und einfach mal so Tacheles gesprochen, wie ich es manchmal gerne sage in Kursen. Butter bei die Fisch, ja. Es gibt unzählige Hybride. Es gibt kaum eine Spezies innerhalb der Galaxie, die im Kontakt ist mit der Erde, die keine Hybride bildet. Wie kann ich behaupten, dass alle Hybride negativ sind? Wie kann ich behaupten, dass alle Hybride positiv sind, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich rede? Es gibt so viele Hybride, verschiedene Hybridspezies auf diesem Planeten. Die meisten von den außerhalb des Planeten Erschaffenen dienen einem positiven Zweck. Die Hybride, die von der Erde erschaffen wurden, von den negativen, restriktiven Rassen in ihren Katakomben, die Vehikel für Reptilienseelen und Schlimmeres, ja, diese Hybride, von denen wird vielleicht gesprochen. Aber das sind keine Seelenwesen mehr wirklich drin. Schert nicht alles über einen Kamm. Wenn ihr vor einem negativen Hybrid steht oder ihr ein negativer Hybrid auf YouTube influenzt, ihr fühlt das, weil alles zieht sich zusammen. Dieser Hybrid würde immer über Spaltung und Negativität sprechen oder versuchen gut zu sprechen, aber seine Negativagenda verkaufen, würde in euch ein negatives Gefühl hinterlassen. Und genau das Gegenteil passiert mit den positiven Hybriden, die wirklich hier sind, um euch zu helfen, euch zu unterstützen, die hier sind, um den Planeten zu befreien. Diese Leute, Hybride und Starseeds, sind für euch da und ihr fühlt es. Aktiviert bitte, bitte euer Herz. Aktiviert euer Herz und lernt zu fühlen. Lernt zu fühlen, was sagt die Person, was meint die Person und was ist in dem telepathischen Feld der Person. Dieses Jahr ist das Jahr der Wahrheit, wo alles hochkommt, aber auch wo alles gesehen wird. Und wenn so eine boshafte negative Welle, die gegen quasi mehr als 70% der Weltbevölkerung sich richtet, weil so viele Hybride, Starseeds und Stepdowns gibt es auf diesem Planeten. Es gibt fast keine reinen Menschen. Ja, in dem Moment muss ich ein Video machen und euch aufklären und sagen, hey, die Leute, die diese angstmachenden, spaltenden Nachrichten verbreiten, das sind die bösen Hybride, von denen sie sprechen. Dass ihr wirklich wisst, hey, lasst euch nicht verunsichern, okay? Lasst euch nicht verunsichern, bleibt in eurer Kraft, öffnet euer Herz, seid das beste Beispiel, was dieser Planet braucht. Lasst euer Licht leuchten wie nie zuvor und verbindet euch immer wieder den Verstand mit dem Herzen und lauft mit dem Verstand im Herzen durch die Welt und auch durch die New Age-Szenen. Und hört euch alles über euer Herz an und bitte lasst euch nicht spalten. Baut Brücken, wo andere Mauern bauen und seid das leuchtende Beispiel und seid die Veränderung für diese Welt. Wir sehen uns bald wieder. Es gibt wieder ein neues Video. Dann gehen wir in das Thema Unbewusstsein und Unterbewusstsein und wie wir dahingehend mit unserem Unterbewusstsein arbeiten können und Zustimmungen solcher negativer Agenda entziehen können. Es reicht auch, wenn ihr sagt, ich stimme dieser negativen Agenda gegen mich, Hybride und Starseeds nicht länger zu und schaue, wo in mir die Spaltung stattfindet und baue eine Brücke, wo ich davor gespalten habe. Also von meinem Herzen zu eurem Herzen, ich danke euch, ich liebe euch. Bis ganz, ganz bald. Euer Lia.